Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. So, heute starten wir mit sozusagen einem richtig großen neuen Kapitel und zwar wollen wir mit der Vererbung anfangen. Vererbung macht möglich, dass wir Beziehungen zwischen Klassen herstellen, nicht nur durch Attribute, also dass ich hier zum Beispiel sage, ich speichere mir ein Gymnasium ein hier in meiner Schulklasse, Gymnasium ABC, wobei Gymnasium dann auch wieder eine eigene Klasse hier wäre, sondern wir können sogar sagen, wir wollen eine Vererbungsbeziehung herstellen. Was es ist, das wollen wir uns heute anschauen. Ich sage zum Beispiel, okay, ich habe mehrere Schularten. Das heißt, jede Unterklasse, die ich jetzt gleich erstellen werde, ist eine Art der Oberklasse. Also die Oberklasse wird Schule sein, dann haben wir mehrere Unterarten. Also zum Beispiel Grundschule, zum Beispiel Universität, Gymnasium, Realschule, Hauptschule, von mir aus auch Kindergarten und von mir aus auch YouTube oder Tutorial-Schule XY oder was auch immer. So, und das ist natürlich ziemlich cool, wenn man solche Beziehungen darstellen kann, und genau das ist im Endeffekt der Fall bei Vererbung. Wir sagen hier auch wieder ganz normal Class und dann sagen wir zum Beispiel Gymnasium. So, und jetzt, jetzt können wir hier eigentlich ganz normal wieder hergehen und irgendwelche Sachen definieren. Zum Beispiel können wir hier sagen Public String Name, bla 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 bla. Ja, das ist doof, weil wir jetzt im Prinzip alles von der Schule wieder also hier einfach rüber kopieren müssen. Und beim Copy-Pasten ist eigentlich eine Grundregel, wenn man Copy-Pastet, macht man beim Programmieren irgendwas falsch. Denn man sollte eigentlich nie Copy-Pasten müssen, entweder ist es in der Funktion besser aufgehoben oder in der Klasse oder man braucht eine Unterklasse zum Beispiel. Also nur ein paar Beispiele davon. Man sollte generell eigentlich nie Copy-Pasten müssen. So. Und was wir jetzt hier sagen wollen ist, wir wollen nicht das Ganze nochmal schreiben, sondern wir wollen sagen, hey, ein Gymnasium ist eine Schule und dadurch ist auch gleichzeitig alles, was eine Schule kann, in einem Gymnasium verfügbar. Das heißt, ein Gymnasium kann auch einen neuen Schüler bekommen, ein Gymnasium kann auch eine Anzahl an Schülern haben, hat auch einen Namen und es ist einfach vielleicht ein bisschen spezieller. Wir können jetzt hier sagen, okay, eine Schule kann auch eine Grundschule sein, aber ein Gymnasium kann keine Grundschule sein. Und deswegen ist das ganze Ding eine Unterklasse von Schule. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr einfach, so Unterklassen für solche konkreten Beispiele zu finden, wie zum Beispiel im echten Leben auch. Zum Beispiel habe ich direkt vor mir einen Bildschirm, das ist aber auch eigentlich nur ein abstraktes Modell. In Wahrheit ist es ein ganz spezieller Bildschirm, nämlich eine Instanz von einem LG 4K-Monitor. Und der hat dann natürlich auch noch eine genaue Seriennummer und dann habe ich, beziehungsweise eine genaue Modellnummer, das ist dann die Klasse, und ich habe eine Seriennummer, das wäre dann die konkrete Instanz dieses Bildschirms. Mikrofon genauso natürlich, alles Mögliche, hier steht auch noch eine Kaffeetasse rum. Da ist natürlich, all das sind abstrakte Konzepte, das heißt, Bildschirm ist die Oberklasse und die Unterklasse ist dann jeweils der konkrete Bildschirm von mir aus. Da kann man auch natürlich noch mehr Varianten kreieren. Das heißt, wir haben nicht nur Klasse Schule, Klasse Gymnasium, sondern wir haben vielleicht auch Klasse Lehranstalt als Oberklasse von der Schule und Schule als Oberklasse von einem Gymnasium und so weiter und so fort. Und man schreibt es jetzt unterschiedlich in sehr, sehr vielen Sprachen. In Python zum Beispiel haben wir hier einfach Klammer, Klammer und dann schreiben wir hier Schule rein. Das bedeutet, Gymnasium erbt von Schule. In Java ist es ein bisschen anders, da sieht man hier immer das Extends und das werden wir auch wahrscheinlich hier benutzen, weil wir nachher noch einen Unterschied finden werden, und zwar von Extends und Implements. Das ist ein sehr subtiler Unterschied, aber ich möchte, dass ihr den auch wirklich versteht, denn der existiert natürlich jetzt in Python zum Beispiel nicht. Da können wir hier mit Klammer, Klammer nicht zwei unterschiedliche Varianten davon hinschreiben. In C++ wird das Ganze mit einem Doppelpunkt einfach kreiert, beziehungsweise mit einem Doppelpunkt und dann einem Access Modifier, der ist aber wirklich, C++ eigen. Und ja, also solche Dinge. Wir werden jetzt hier allerdings, wie gesagt, das Extends benutzen. So, und wie ich jetzt gerade schon gesagt hatte, wenn ich jetzt, also wir haben jetzt hier einfach mal, ich habe die ganzen Sachen wie Konstruktor oder sowas, habe ich alles wieder gelöscht, damit wir alles auf einem Bildschirm haben, damit wir auch wirklich einen Überblick behalten, und ich würde es jetzt auch gerade so beibehalten, aber ich würde einfach mal implizit annehmen, wir haben einen Konstruktor, der uns Name und die Anzahl der Schüler automatisch generiert oder setzt. Und ja, ich würde jetzt hier einfach das weglassen. Falls ihr jetzt gerade nicht mehr mitkommt, was Konstruktoren oder sowas sind, dann schaut euch vielleicht nochmal kurz das letzte Video an. Das solltet ihr sowieso verinnerlicht haben, wenn wir hier sogar zu komplexen Themen wie der Vererbung übergehen. So,
Und jetzt habe ich natürlich hier die Möglichkeit, ich kann jetzt nicht nur eine Schule erstellen, sondern ich kann auch ein Gymnasium erstellen. Das heißt, ich kann hier einfach sagen, Gymnasium G gleich New Gymnasium. So, und jetzt sage ich zum Beispiel hier, ich möchte wobei das lassen wir einfach mal hier tatsächlich so, das kann ich jetzt hier so machen. So, und jetzt sage ich G.Name ist gleich mein Gummi. So, und was ist jetzt hier dran so besonders? Naja, dieses G.Name, das steht hier ja gar nicht drin. Das ist ja überhaupt nicht vorhanden. Warum funktioniert das trotzdem? Naja, wir haben diesen Namen hier aus Schule geerbt. Das bedeutet so viel wie automatisch wird der übertragen, weil wir wissen, ein Gymnasium ist auch eine Schule, haben wir gleichzeitig auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe hier fix auch gleichzeitig alles, was eine Schule hat, also auch diese beiden Attribute und diese Methode hier. Das heißt, wir haben automatisch auch einen Namen und wir haben auch gleichzeitig eine Anzahl an Schülern. G.Anzahl Schüler ist gleich, keine Ahnung, von mir aus 400 oder sowas. Und dann ist es automatisch schon wieder richtig gesetzt. Also wir haben tatsächlich diese beiden Attribute hier geerbt. Und das ist sozusagen die große im Prinzip das Besondere daran. So, und jetzt haben wir hier zum Beispiel auch die Funktion neuer Schüler. Das heißt, wir können hier auch, oder die Methode, um genau zu sein, neuer Schüler. Das heißt, wir können hier auch G.neuer Schüler, Klammer, Klammer, Semikolon, setzen. Und die wird hier auch für dieses Gymnasium möglich gemacht und wir können das tatsächlich auch so benutzen. So, das ist jetzt zwar ganz gut soweit, aber wir haben immer noch nicht wirklich einen Vorteil dadurch. Den Vorteil bekommen wir natürlich, wenn wir hier dem Gymnasium noch spezifischere Methoden geben, als jetzt der Schule selbst. Das heißt zum Beispiel, wir haben eine Funktion Public Function Void von mir aus Abschluss. Und wobei, nee, das machen wir nicht als Funktion, das machen wir einfach als Attribut. Public String Abschluss ist gleich Abitur. So, und das können wir natürlich jetzt hier nicht in die Schule reinhängen. Das heißt, wir können hier nicht einfach sagen, der Abschluss ist ein Abitur. Wenn wir das sagen würden, dann hätten wir ein Problem, weil zum Beispiel von der Grundschule, wenn ich davon abgehe, dann habe ich kein Abi. Und das bedeutet, der String-Abschluss Abitur wäre hier oben komplett falsch aufgehoben. Und das ist sozusagen der Sinn von von eben spezielleren Varianten. Man kann hier noch mehr hinzufügen und das alte bleibt einfach erhalten. Wir haben sozusagen eine spezielle Variante von dem da oben erstellt. Ja, ziemlich coole Sache und das war es eigentlich auch schon wieder als kleine Einführung in die Vererbung. Und wir werden natürlich noch mehr damit machen, nicht nur dieses bisschen hier, was ich jetzt gerade gemacht habe, sondern auch noch ganz schön Batzen mehr. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir hören uns schon wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.